Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talk. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unserem Video geht alles um Garnen, Design und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo, vielen Dank, dass ihr heute bei uns eingeschaltet habt. Ich habe heute Chris Berlin zu Gast. Hallo Chris, danke, dass du da bist. Ja, hallo Paul, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen. Ich glaube, letztes Mal war in Berlin, weil wir zusammen essen. Wann war es denn? Im Sommer? Im Sommer, ja, das ist Genau. schon eine Weile her. Und das ist auch das erste Mal, dass Chris bei uns hier in der Firma ist. Ja, so genau. viele sind noch nicht bei uns gekommen. Okay, Ja. deswegen ist es mir auch wirklich eine besondere Freude und ich durfte heute auch schon ein wenig durch euer Lager schreiten. Also ganz toll und wunderschöne Garne. Also wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet. Ja, also wir werden auf jeden Fall ein bisschen über die Garne sprechen, die du in deinen Designs verwendet hast. Du zeigst uns heute viele Herbst- und Winterdesigns. Ja. Und aber erstmal vielleicht ein bisschen über dich. Ich meine, bestimmt fast alle Zuschauer kennen dich schon. Bestimmt, das glaubst du nicht, aber ich denke schon. Aber wir werden ein bisschen mehr über dich erfahren wollen. Okay. So, du bist ursprünglich aus Köln oder hast du hier gewohnt oder gelebt? Also ich bin hier in der Nähe geboren, im Oberbergischen und habe dann immer mal wieder mit Unterbrechungen circa 14 Jahre in Köln gewohnt und bin aber dann mit meinem Mann 2001 nach Berlin gezogen. Genau. Und du bist seit einigen Jahren Strickdesignerin. Ja. Ja. Wie kam es dazu? Also gestrickt hast du, seit wann strickst du? Also ich habe gut als Kind schon gestrickt, ich Ja, habe auch als Kind genäht und so. Ich wollte mal Modedesignerin werden, aber es ging halt leider nicht aus finanziellen Gründen damals und so habe ich etwas ganz anderes gemacht. Und habe aber dann 2001 wieder mit dem Stricken angefangen und habe das zunächst nur privat gemacht und so aus Lust und Laune. Und dann war die Situation, dass ich 2 Knäuel Garn gekauft habe und ich fand keine passende Anleitung dazu. Und dann habe ich gesucht und dann habe ich gesagt, ach, das kann ich auch selber. Ich hatte so eine Idee im Kopf, was ich machen wollte. Und ja, also wenn ihr es nachgucken wollt, Sparkling Innovation war das damalige Thema und ich verstehe bis heute nicht, wie ich das als erstes Design machen konnte und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, also nie wieder nach Anleitung stricken, ich mache das nur noch und ich hatte eine sehr gute Resonanz damals, das war 2018. 18, okay, auch nicht lange her. Und hast du schon für dieses erste Design auch direkt eine Anleitung geschrieben? Ja, weil ich direkt angesprochen wurde und gesagt habe, Mensch, das sieht so toll aus, das habe ich noch nie gesehen. Und ja, und deswegen habe ich direkt eine Anleitung geschrieben, habe direkt auch Tests stricken lassen, wie man das so ordentlich macht. Und damit das auch alles geprüft ist, wenn man die Anleitung verkauft, sodass die Strickerinnen sich auch auf die Anleitungen verlassen können, dass sie auch gut technisch umgesetzt sind und sie dann der Anleitung folgen können. Und so mache ich das heute immer noch. Und erzähl mal ein bisschen, wie funktioniert genau dein Prozess fürs Design? Also erstmal kriegst du eine Idee und dann wählst du das Garn dazu oder erstmal siehst du das Garn und denkst du, ach, aus dem Garn könnte ich einen Pulli machen und zeichnest du erstmal, was du genau möchtest, aus oder beginnst du einfach mit dem Stricken? Erzähl mal ein bisschen. Und dann geht er klar zum Teststricker und Anleitung, Übersetzungen. Da kommen dazu, weil du bist auch international auch erfolgreich. Ja. Und das ist nicht so einfach, wie manchmal viele denken. Ne? Das ist eine Anleitung, ist nicht so. Nee, also gemacht, das ist schon auch, also inspiriert werde ich durch ganz unterschiedliche Quellen. Es kann etwas sehen, etwas auch manchmal in der Natur etwas sehen, was ich gerne mag. Also, oder wie gesagt, Wolle inspiriert mich immer, weil ich sehr am Garn orientiert arbeite. Und deswegen ist auch eines meiner liebsten Themen Maschenproben stricken, weil dann
Also auf dem Knäuel kann ein Garn schön aussehen und wenn du es auf der Maschenprobe strickst, dann siehst du die Textur und dann weißt du, was daraus werden kann. Also ob es genug Halt hat es genug Spannung, für welche Muster eignet es sich. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit und das macht mir sehr viel Freude und da arbeite ich dann auch gerne mit. Und dann ist es bei mir so, manchmal zeichne ich auch etwas vorher, um mir das auch nochmal so vor Augen zu führen, wo soll das eigentlich hingehen. Aber dann fange ich eigentlich an zu stricken. Also ich schreibe nicht vorher die Anleitung, weil bei mir während des Strickens noch so viel passiert. Ja. Also das beste Beispiel ist auch, können wir nachher sehen, das letzte, was ich aus eurem Garn gemacht habe, da ist auch so spontan etwas entstanden, was so nicht geplant war, aber was eigentlich ganz schön und praktisch ist. Ja, und hast du so eine feste Teststrickerpool, die nachher deine Anleitung auch teststricken oder suchst du ständig neue Teststricker? Können sich die Teststricker auch bei dir bewerben? Wie machst du das? Gibt es einen Testaufruf? Also es ist so, meine Teststricks finden alle auf Ravelry statt. Also sie finden immer in Englisch statt. Also das heißt, es ist alles englischsprachig. Das heißt, deine erste Anleitung ist auf Englisch dann? Genau, und auch die Kommunikation ist in Englisch, auch um meine internationalen Kunden mehr abzuholen. Und ich finde es auch wichtig, immer mal wieder neue Leute reinzunehmen, weil gerade wenn Neue sich bewerben, die auch noch nicht so Strickexperten sind, dann fallen ja auch erst die Themen auf, die in einer Anleitung schwierig sind. Klar. Und, weil die Anleitung muss auch nicht nur von Profis verständlich sein, sondern auch für die Anfänger, klar. Genau, das macht Sinn. Ja, und deswegen ist in meinen Anleitungen auch alles Wort für Wort immer ausgeschrieben. Also man kann wirklich der Anleitung komplett folgen. Und ich habe ergänzend dann noch Charts, die ich mitsende. Auf Videos verzichte ich überwiegend. Also an manchen Stellen ja, aber nur punktuell, weil das macht aus meinen so nicht so viel Sinn. Und jetzt, du hast mir gesagt, du hast schon über 100 Designs entworfen. Ja, 120 sind es gerade jetzt. Das ist unglaublich. Seit 2018. Also. Ja. Also mir fällt halt immer so viel ein. Und also du bist auch viel unterwegs. Ich sehe immer, du bist irgendwo mit deinem Mann irgendwo verreist und immer viel unterwegs. Machst du auch gerne Bilder? Ja, also genau. Also ich fotografiere sehr gerne und wir hatten jetzt gerade auch einen Strickretreat und als besonderes Highlight hat jede Teilnehmerin, die das wollte, von mir ein Abschlussshooting bekommen und da sind auch wirklich ganz tolle Bilder bei entstanden. Also schaut es euch mal an, ist noch auf Instagram, könnt ihr es nachschauen und da wurden wirklich die Sachen richtig schön in Szene gesetzt und auch mal gezeigt, wie man Stricksachen schön präsentieren kann. Genau. Ich glaube, da muss ich mir auch anschauen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gesehen habe. Aber ihr macht das doch schon so toll. Ja. Also, ich bin gespannt, was du erstmal zeigst. Also, wir haben ein bisschen schon vorbereitet. Ja. Wo fängst du an? Was willst du erstmal zeigen von deinen schönen Designs? Also, ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem letzten Design an. Ja, genau, aus eurer wunderschönen Kaschmir Delizia. Ja. Möchtest du zuerst was zur Kaschmir Delizia Ja, also erzählen? Kaschmir Delizia ist ein neues Garn von Pasquali. Die wurde in August 25 veröffentlicht. Das ist ein ganz besonderes Garn. Hat eine sehr schöne Lauflänge von 75 Meter auf 25 Gramm. Das Kaschmir-Garn produzieren wir zusammen mit Kaschmir Lace und Kaschmir 628, was du gerade auch nochmal gesehen hast, wie jetzt aussieht, in der Spinnerei Cariaci. Das sind sehr hochwertige Garn. Das ist diese Art Kettgarn, die wir hier sehen. Das ist eine Erfindung von Mr. Cariaci. Diese Kette entsteht aus dem Dochgarn. Und das macht das besonders, weil es wird nicht erstmal versponnen und dann gekettet, sondern der wird während der Kettenherstellung leicht gedreht, sodass das Garn extra leicht ist. Also ich brauche für mich in meiner Größe weniger Garn von dem Garn als von dem Kaschmir 628, obwohl hier mit 5er Nadel gestrickt wird. Und das ist schon ein großer Vorteil. Ja. Also die großen Marken verwenden das Garn für dicke, große Pullis. Ja. Und da braucht man auch weniger Material
um Kosten zu sparen. Also das ist ein wirklich schönes Garn. Hast du wahrscheinlich auch erlebt, oder? Ja, also ich fand es besonders schön, weil es hat einen schönen Stand. Also bei einem Kaschmirgarn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Blätter, also dieses Blatt hier zeige, das ist ja eine Art Zopf und das kommt damit besonders gut zur Geltung. Also es ist wirklich optisch schön und es fällt nicht zusammen. Während wenn man das aus einem dünneren Garn macht, dann ist es nicht so plastisch. Und das Schöne ist, aufgrund dessen, dass das Garn so schön stabil ist, haben wir hier nur an den Seiten diese Blätter und in der Mitte ist es einfach rechts gestrickt. Ja. Und das kann man sich sehr schön um den Hals legen. Ich mache das mal eben. Ja. So, man tut das zweimal, schlingt man das um den Hals. Und dann kommt nämlich das, Achtung, ja, Mikrofon, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Hoffentlich verstehen wir, sonst übersetzen wir unten noch einmal. Genau. Und dann kommt das, was beim Stricken entstanden ist. Ich wollte keinen Knoten machen müssen. Und dann habe ich hier einen Schlitz reingemacht und dann kann man das so schön durchstecken. Und es hält. Das ist klasse. So. Und eigentlich, wenn man Lust hätte, konnte man hier die mittlere Teil noch länger stricken, dass man nochmal. Genau, ja, das kann man, beliebig. Also das ist jetzt aus 2 Knoll gestrickt. Ja, okay. Und ich finde es auch etwas Schönes, was man noch zu Weihnachten verschenken kann. Und man kann da auch noch hier vorne so ein bisschen Glitzer einarbeiten, wer möchte. Aber ich finde auch gerade das pure Garn in dieser wunderschönen Farbe, das trägt sich sehr, sehr gut. Es schmeichelt total am Hals. Und das wärmt einfach. Ja, das wärmt super. Ne? Und man schwitzt mit Kaschmir nicht. Nee. Ja, das ist das. Ne? Und man kann vielleicht nicht ganz genau sehen, aber hier diese Farbe ist ein bisschen meliert. Ja. Weil, also wir haben keine Strangfärbung bei unseren Kaschmirgarnen, das macht schon einen Unterschied. Das heißt, es werden erstmal die Faser gefärbt. Ja. Es gibt so eine Farbpalette, Faserfärbungen von hunderten verschiedenen Farben. Und wenn wir so eine Farbe bestimmen, da kommen die Profis und die mischen die verschiedenen Faserfarben, um das zu bekommen. Und da hat man eine sehr schöne Färbung. Ne? Hier sieht man minimal, es gibt andere Farben, wo deutlich zu sehen ist. Ne? Muss man auch betonen, das Garn ist auch nachhaltig produziert worden. Das ist SFA-zertifiziert. Das ist auch für dich auch immer ganz wichtig. Ne? Das ist für mich auch wichtig. Und ich finde es halt so schön, weil es so einen natürlichen Ton hat. Also gerade diese natürlichen Töne zu erreichen, finde ich oftmals sehr schwierig. Und das finde ich bei dem Garn besonders schön. Ich habe hier noch eine Farbe. Wir haben 16 oder 18 Farben. Die kommen noch mehr Farben dazu. Also das Garn läuft super bei uns. Weil es nirgendwo anders zu finden ist, sowas vergleichsweise. Das stimmt, das glaube ich. Ich kriege gerade einen Pulli in der Farbe. Ich mag sehr gerne grün, Tannengrün, und hier sieht man auch eine sehr schöne Melierung. Ja. Also ich freue mich, hoffentlich Julia, die gerade für mich den Pulli strickt, bald fertig hat. Ah, bestimmt. Mit dem dickeren Nadel strickt sich das ja schnell. Ja, aber ich glaube, sie strickt nicht nur. Sie muss auch was anderes machen. Und da werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Ja, ich freue mich. Ich trage oft fremde Pullis. Und jetzt kannst du mal das eigene Genau, ich habe schon ein paar Modelle, die ich gerne auch trage aus unseren Garnen, aber mir fehlen immer Modelle. Ja, aber das ist auch etwas ganz Besonderes, muss man wirklich sagen. Es ist ein sehr besonderes Garn. Ja. So, dann, wer ist nochmal das so? Das ist die Tabea. Tabea. Schal oder Tuch, wie nennst du das? Das ist ein Schal. Schal. Ja. So, Tabea Schal. Wir schreiben sowieso unten in der Beschreibung nochmal alle Namen und Links. Deine Anleitungen sind sowieso alle auf Ravelry. Sind alle auf Ravelry. Hast du auch eine Webseite? Oder ist alles, okay, ist alles auf Ravelry? Konzentriert. Ravelry und Instagram und... auf Englisch, Deutsch? Und manchmal noch sogar andere Sprachen hast du also manchmal, ne? Also ich sag mal, die ganz großen Anleitungen wie Colding oder so. Colding, ich glaube, das berühmteste Tuch, das jeder kennt. Ne? Genau. Das ist mittlerweile, glaube ich, 8 Sprachen übersetzt worden. Habe ich nicht Japanisch mal gesehen? Koreanisch. Koreanisch. Das Genau. ist unglaublich. Ja. Ne? Der Colding. Wenn du jetzt mit Stricker, also ich stricke selbst nicht. Ja. Und wenn ich dann andere Stricker treffe, die sprechen einfach über den Colding als ist selbstverständlich, das musst du kennen. Ne? Ja. Und ich kenne das, ja klar, ne? Aber das ist immer, das finde ich super. Auch noch Kaschmir. Ja, guck mal, was ich anhabe. Genau, die habe ich kennengelernt, als wir zusammen essen waren
in Berlin. Genau. Super schön. Das ist die Karis-Jacke, Ja. also aus Kaschmir Karis. Aus der Kaschmir Karis, da habe ich auch hier was. Also wir haben, genau, das ist doch die Farbe. Ja, Ne? Das ist die genau. Farbe 03 Ja. von Kaschmir Karis. Ja. Die Kaschmir Karis ist eine Mischung aus 70% ultrafeine Merino-Wolle, muss man betonen. Ultrafeine Merino-Wolle hat eine Mikronfeinheit von ungefähr 16 bis 17 Mikron, also fast so fein wie Kaschmir. Ja. Und 30% auch nachhaltige SFA produziert Kaschmirfaser. Es ist robuster. Ja. Ja, es ist robuster. Ich mag das sehr gerne. Ich habe einen Pulli aus dem Garn und ich habe das jetzt in meinen Reisen aus den verschiedenen Farmen in Bolivien, Argentinien, Südafrika und da, wo etwas alles wilder ist Ja. und sieht immer noch so aus wie am ersten Tag. Es wärmt sehr schön. Ja. Ich mag so Pullis, wo ich einfach, wenn ich unterwegs bin, ausziehe, ich schmeiße in eine Ecke, ich ziehe wieder an und dann sieht immer noch perfekt aus. Ja. Und ist ein tolles Garn. Danach wird weicher beim Waschen. Und beim Tragen. Noch dazu, ne? Also ich finde, genau, also die Kaschmir Karis, da war mir direkt klar, ich möchte da eine Jacke draus machen, weil es ist nicht so oft, dass man aus dem reinen Kaschmirgarn oder sehr viel Kaschmiranteil eine schöne, robuste Jacke stricken kann. Und das bietet dieses Garn. Es hat halt diese schöne Struktur Ja. und ich finde auch, dass das Maschenbild in Verbindung mit dem Muster, was ich hier gestrickt habe, sehr gut rauskommt. Das unterstreicht sozusagen die Ja, Garnqualität und das Muster, die bilden so eine Einheit. Und von daher hat mir das sehr gut gefallen. Und ich wollte gerne eine Jacke haben, die man auch wie so ein Rollkragenpullover auch oben zumachen kann. Ich mache das jetzt nicht wegen dem Mikrofon. Aber wir können uns das vorstellen. Genau, aber ihr könnt euch das vorstellen. Also man hat einen schönen großen Kragen und die Jacke ist auch so konstruiert mit einer schönen Paspel hier vorne, die das Ganze zusammenhält, sodass das auch, die Jacke ist jetzt 1 Jahr alt und sie sieht immer noch schön aus. Ja. Und, Ein schöner Glanz, ne? ja, es hat einen schönen ja. Glanz und auch so ein bisschen einen Flaum vom Kaschmir. Aber es leiert nicht aus. Also Ja. es behält seine Form. Ja. Und das finde ich immer ganz wichtig Ja, bei Michael, guten ja. Qualitäten. Ja. Also bei Kaschmir Karis muss ich sagen, manchmal die Leute zweifeln ein bisschen, weil die sagen, das ist aber zu wenig Kaschmir. Genau, das fühlt sich nicht nach Kaschmir an, Es wenn man fühlt das sich nicht Knäuel so an, hat. ne? Aber muss auch der Preis zu rechtfertigen. Ja. Es sind 50 Gramm Knäuel. Es kostet selbstverständlich günstiger als reine Kaschmir. Es ist aber teurer als klassische Kaschmir-Merino-Mischungen. Und man kann, ich sage immer an die Kunden, man kann ein Garn auf dieselbe Zusammensetzung extrem billig oder extrem teuer produzieren. Und das hängt von der Qualität ab. Ja. Und hier bei der Kaschmir, wir haben ein Kammgarn. Ja, das heißt, die Produktion ist, Ja. ist aufwendiger. Ja. Die Faser, die haften besser zusammen, sie sind alles orientiert. Es bildet nicht. Ja. Es kostet ein bisschen Nichts. mehr. Ihr habt aber wirklich lange Freude damit. Ja. Und man sieht das auch immer wieder. Kunden, die einmal bestellen, kann man auch die Bewertung auf der Webseite sehen, die wollen noch mehr dazu. Für Schal, für Mütze auch. Und Super. für alle, die das ausprobieren möchten und sich nicht gleich an so eine Jacke trauen. Kannst du, Entschuldigung, bevor du weitermachst, einmal nochmal den Namen wiederholen von der Jacke? Karis. Karin, okay, das kann man sich merken, oder? Aus welcher Garn? Karis. Karis. Ja, dann ist Genau. das einfach. So gefällt es mir. Genau, also das ist der Karis Cardigan und das hier ist das Karis Tuch. Auch hier ist es wieder ein Tuch, wie ich es gerne mag, dass es von beiden Seiten gleich aussieht. Also Ja, ihr habt ja, keine ja, Vorder-Rückseite, ihr Super. müsst nicht aufpassen, wenn ihr es umlegt. Und was hier besonders schön ist, das zeigen wir euch auch gleich nochmal in der Nahaufnahme, ist der Rand. Der Rand ist sehr unorthodox. Normalerweise sagt man immer ein I-Cord-Rand und so. Und ich fand bei diesem schönen Muster, macht dieser gebrochene Rand, der hier dran ist, Ja. der macht das Ganze so ein bisschen Genau, hier kann man sehen, ne? speziell und besonders. Und passt, finde ich, sowohl gut zum Garn als auch zu dem Tuch.
Ja. Genau. Sehr, sehr schön, ja. Aber hast du sehr schön sauber gemacht. Ne? Also guck mal, was für eine perfekte Und das Linie kann auch man, hier. und das kann man sehr gut machen. Und was ich auch noch sagen möchte zu Kashmir Karis und auch zu dem Delizia. zur Kashmir Delizia, also bei der Delizia sogar noch mehr. Bei der Delizia, weil das ja ein Schlauchgarn ist oder ein Kettgarn ist, da kann man die Fadenanfang und Fadenende dadurch verbinden, indem man mit einer Nähnadel die ineinander schiebt. Und dann muss man nur einmal ziehen, man wäscht es und man schneidet am Schluss die Fädenenden ab. Okay. Nach dem Waschen. Und dann braucht man keine Fäden vernähen. Also das ist, ist bei dem Kashmir Karis, ist es durch Verflechten. Okay, guter Tipp. Ja. Genau. Das steht aber auch immer in den Anleitungen drin bei mir. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön. Wann hast du die veröffentlicht? Die habe ich letztes Jahr im Januar und Februar habe ich das veröffentlicht. Weil sie super aus. Ja. Ich kannte nicht, aber das an den Tag, weil ich habe das gesehen, habe ich das im Kopf gehabt und super. Ja. Und ich finde, es ist so, schön. Also auch schön, um dieses Garn einfach mal auszuprobieren und es auch, also dann schätzt man es auch wert. Ja. Also wenn man also auch die Haptik hier sich also kennenlernt, kann ich wirklich nur empfehlen. Also es ist ein wunderschönes Garn, was so Liebe auf den zweiten Blick ist, glaube ich. Hast du noch was von Kaschmir? Die Liebe meines Lebens, soll ich dir die mal zeigen? Weiß ich nicht, wenn du möchtest. Möchtet ihr? Bestimmt. Und ich weiß auch ganz viele, die mich dauernd darauf, also viele sprechen mich sehr viele darauf an. Und da kann man auch noch mal sehen, ich lege das mal um, weil ich glaube, das ist auch einfach... genau. Also wenn ihr richtig Kaschmir haben wollt und wirklich einen Schal, mit dem man sich immer gut fühlt, man kann ihn auch umlegen, einfach einen schwarzen Rock, weiße Bluse und dieses Tuch umhängen und du kannst in jedes feine Restaurant gehen. Ja, ich weiß noch, wir haben uns getroffen in Barcelona. Ja. Vor 2 Jahren, Ja. oder letztes Jahr, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren war so. Und die hattest du an. Ja. Ja? Ja. Und ich weiß, du bist da an den Gang gegangen und da kamen auch die Leute, oh, was für ein Schein, ne? Genau, was ist das für ein Garn? Und sie haben alle gefragt, was ist das für ein Garn? Und ihr werdet es in der Nahaufnahme sehen, wenn ich euch zeige, welchen Flaum das hat. Ja, also hier unterstützt, glaube ich, das Muster des Garn und das Garn das Muster. Der heißt Focaccia-Schal, weil mein Mann... Das ist riesig. Als ich das gestrickt habe, hat mein Mann gesagt, das sieht ja aus, als wenn ich eine Focaccia mache und da so richtig mit diesen Fingern so reingreife. Ja, wirklich, da möchte man... Genau. Oder jemand anderes hat gesagt, das ist wie eine weiche Daunendecke. Ja. So. Das ist super schön. Ja, und wie du weißt, wir haben auch die Kaschmir-Qualität geändert. Ja. Ja, habe ich dir auch gezeigt. Du hast, dein Gesicht war, gerade waren wir im Lager, haben wir die Sache zusammengesucht. Und sie... Also, wenn ihr das seht. Also jetzt, also qualitativ sind beide gleich gut, die vorige und die. Ne? Es ist nur, dass jetzt hast du wirklich dieses Gefühl in jede Masche. Sofort merkst du das. Es ist super weich, ein sehr schöner Flausch. Wir haben vor kurzem auch ein anderes Video gedreht, komplett über Kaschmir. Das findet ihr auch in unserem Kanal. Ich werde trotzdem unten nochmal schreiben, wo das genau ist. Es ist wirklich ein Traum. Also wir haben uns viel Mühe gegeben, ja, aber da sind die Wollgeschäfte und so, denke, nee, nur die neue jetzt. Ich will nur die neue. Also das ist tatsächlich. Und ich muss auch eins sagen, ich habe mir verschiedene Farben haben wir mitgebracht. Also ihr könnt eine Farbe nehmen wie die andere. Ja. Es ist vom Flaum identisch. Ja, ist überall gleich. Also manchmal ist es ja so, dass Kaschmirgarn in unterschiedlichen Färbungen ganz anders rauskommen. Ja. Und das habe ich extra geguckt, auch tolle Rottöne waren da noch und so. Also, aber alles, ganz alle tolle, genau. Wirklich, und alle gleich. Das ist der Qualitätsstandard, den man hat. Es muss überall gleich sein. Ja. Früher war bei uns auch so, bei der Qualität, wo einige Farben etwas platter waren. Das hat mit den Färben zu tun, dass wir länger auch in diese Färbebad sind. Ja. Und dann so ein Schwarz ist in der Regel etwas platter, nicht so flauschig. Dann hast du so ein Beige, eine hellere Beige, die sehr flauschig ist. Dann so ein Weiß, die gebleicht ist das dann wieder auch
ohne Flausch. Und hier hat man überall diese Flauschigkeit. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist auch, dass die Farben so ein bisschen So toll, ja, hässert sind. Das gefällt mir auch sehr gut. Also, dass die nicht so, also die unterstützen den Flauschfaktor. Ja, genau. Also die Farben sind so gewählt, dass sie diesen Flauschfaktor eigentlich nochmal unterstützen. Ja, und auch diese Luxus, ja, diese Luxusgefühle. Genau. Man ja. sieht es auf den Man ersten sieht Blick. sofort, ja. Genau. Hattest du mir nicht gesagt, dass du auch das Design auch einmal etwas kleiner gemacht hast? Ja, also ihr könnt das in 3 Größen stricken. 3 sogar. Ja, schau mal. Ich weiß jetzt nicht genau, also das größte super. ist mit 14 Knäuel. Das ist der 14 Knopf. Ja, Ja gut, so, aber das ist fürs ganze Leben, muss man sagen. Ja, wirklich, Ja. ist auch so, das sehe ich auch so. Also, und ich meine, ne, diese schönen Ränder und die Kanten, also das ist was, ich ziehe das in 20 Jahren auch noch gerne an. Ja, das ist lohnt sich. So, einmal 14 hast du gesagt, Ja. dann die Hälfte, aber von der Größe her, gibt es auch ganz kleine oder ist das jetzt Nee, die Hälfte ungefähr von der? Nee, das ist dann, ich glaube, 8, 10 und Okay, 14 okay. oder Aber so keine ähnlich. Mini, keine Nee, Mini habe Mini-Schal, ich nicht, sondern das ist ja Tücher. dann, Mini wäre ja dann, Dann wäre das hier mit der Lizie dann. ist ja das Ja. dann, ne? Ja. Genau, ja. Guck mal, ich Exakt. glaube, weil ich habe unsere Zuschauer versprochen, unsere Videos sollen nicht so lang sein, aber du hast so viel zu zeigen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute. Ja. Also für euch. Wir bleiben hier noch länger und drehen wir weiter. Aber für euch ist erstmal Schluss. Genau. Dann machen wir so einen zweiten Teil, wo du weitere Designs zeigst. Was sagst du? Ja, wäre besser so. Dann, so dass ihr gar keine Video von uns verpasst, bitte auf die Glocke drücken, einen Daumen hoch, folge uns und bitte schreibt in den Kommentaren von alle Designs von Chris, was es hier gezeigt hat. Was ist dein Lieblingsdesign? Bitte. Und in allgemein, was hast du schon von Chris gestrickt? Das würde mich auch interessieren. Ja, da können wir vielleicht andere mich Videos auch. nochmal drüber reden. Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Colding, ja, das wissen wir schon. Aber auch wenn du Colding gestrickt hast, dann bitte ein zweites Modell. Oder Welche? Weil- Lillekoll. Genau. Dann, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Okay? Dankeschön für Ihre Zeit. Ciao. Ciao.